Platons berühmte Ideenlehre steht im Zentrum seiner Philosophie und verbindet Ontologie, Erkenntnis, Theorie und Ethik. Aber was genau sind eigentlich die platonischen Ideen? Welche Funktion haben sie? Was versteht Platon unter der Idee des Guten? Und wie können wir die Ideen erkennen und unser Leben nach ihnen ausrichten? Platon entwickelt die Ideenlehre unter anderem in seinem Hauptwerk Politeia. Er möchte einen verlässlichen Maßstab für Wahrheit finden und allgemeine Begriffe wie das Schöne, das Gerechte oder das Tugendhafte erklären, die empirisch nicht greifbar sind. Mit den Ideen will Platon erklären, was und warum etwas ist. Seiner Ansicht nach können wir die Wahrheit nur erkennen, wenn wir hinter die bloßen Erscheinungen blicken. Hinter der sichtbaren Welt unserer Sinneswahrnehmung gibt es laut Platon nämlich eine zweite, unsichtbare Wirklichkeit, das Reich der Ideen. Die Ideen bilden eine geistige Welt, an deren Spitze die Idee des Guten steht. Erst diese höhere Seinsebene ermöglicht uns Zugang zu Wahrheit und wirklichem Wissen. Die Ideen sind zwar unsichtbar, wir können sie aber mit unserer Seele durch geistige Schau erkennen. Die Gegenstände in der Welt der Sinneswahrnehmung sind nur unvollkommene Abbildungen der vollkommenen Ideen. Sie verdanken ihr Sein den Ideen, indem sie an ihnen teilhaben bzw. diese nachahmen. Das Einzelding hat Anteil an der Idee bzw. ahmt diese nach und die Idee ist im Einzelding gegenwärtig. Ideenwelt und Sinnenwelt verhalten sich also zueinander wie Muster und Nachbildung. Die Idee ist das ursprüngliche Eine, die Vielheit der sinnlich wahrnehmbaren Einzeldinge eine bloße Nachahmung der ursprünglichen Idee. Platon unterscheidet zwischen der Welt des Werdens, also der Welt der trügerischen, veränderlichen und vergänglichen Gegenstände, die wir mit den Sinnen wahrnehmen, und der Welt des Seins, also der Welt der Ideen, die wir durch geistige Schau mithilfe unserer Vernunft erkennen. Die Sinneswahrnehmung kann seiner Ansicht nach nicht zu Wissen, sondern nur zu Meinungen führen. Nicht, was wir sehen, hören oder riechen können, ist wahr, sondern nur, was wir mit unserem Geist erfassen. Denn zum einen können uns die Sinne täuschen und zum anderen verändern sich die konkreten Einzeldinge ständig. Wahr sind nur die zeitlosen und unsichtbaren Ideen, die hinter den Erscheinungen stehen. Mithilfe der Ideen können wir die alltäglichen Meinungen überprüfen. Wahr ist nur das, was den Ideen entspricht oder ihnen nahe kommt. Wirkliche Erkenntnis erlangen wir laut Platon also nur über die Ideen. Zudem verdanken alle Dinge den Ideen ihre Existenz. Die Idee des Schönen hilft uns beispielsweise zu beurteilen, ob bestimmte Dinge schön oder hässlich sind. Außerdem verleiht sie allen schönen Dingen ihr Schönsein. Mit der Idee der Gerechtigkeit können wir Recht und Unrecht unterscheiden. Außerdem verleiht sie allen gerechten Dingen ihr Gerechtsein. Die Ideen helfen uns also einerseits dabei, die Welt zu verstehen und sorgen andererseits für die Existenz aller Dinge. Sie sind der Grund sowohl für die Erkennbarkeit der Dinge als auch für deren Existenz. Das Verhältnis zwischen Idee, Urbild und Einzelding, Abbild, ist notwendigerweise asymmetrisch. Das Abbild ist ohne das Urbild, die Idee, nicht erkennbar und das Abbild kann ohne sein Urbild nicht existieren. Die letzte, größte und oberste Idee ist die Idee des Guten. An dieser Idee müssen wir uns orientieren, denn nur sie ermöglicht die Erkenntnis der Wahrheit. Das Wort Idee hatte im antiken Griechenland eine ganz andere Bedeutung als heute. Unter Idee verstand man keine plötzliche Eingebung oder einen Geistesblitz. Das altgriechische Wort Idea, das Platon verwendet, bedeutet Gestalt, Erscheinung, Aussehen, Urbild. Als Synonyme hierfür benutzt er auch die Begriffe eidos, Gestalt, Urbild, Form und ousia, Sein, Wesen. Ideen sind bei Platon also nicht nur Gedanken in unserem Geist, sondern das mit unserem Geist erfasste wirkliche Wesen oder Urbild der Dinge. Hinter allen wandelbaren Einzeldingen gibt es ursprüngliche Gestalten, die als Urbilder den Einzeldingen zugrunde liegen. Diese Urbilder hat jeder Mensch bereits bei seiner Geburt im Kopf. Mit ihnen kann er die Welt ordnen und verstehen. Ohne diese Ideen könnten wir laut Platon gar nicht die vielen Veränderungen um uns herum begreifen und würden im Chaos der Sinneswahrnehmung untergehen. Und was sind das für Urbilder oder Wesenheiten? Der Bereich der Ideen umfasst sehr allgemeine Begriffe wie das Sein, aber auch Größe, Identität, Verschiedenheit, das Schöne, das Gute, das Gerechte, das Wahre. Platon nimmt Ideen von leblosen und belebten Dingen, von Qualitäten wie Größe und Kleinheit,
von Bewegung und Ruhe, von relationalen und abstrakten Dingen wie Identität, Andersheit, Ähnlichkeit, Unähnlichkeit, Gleichheit, von Tugenden, von geometrischen Figuren und Zahlen, aber auch von schlechten Dingen wie Krankheit an. Solche Kategorien oder Begriffe sind laut Platon nicht bloß menschliche Erfindungen oder Konventionen, sondern es gibt sie wirklich. Man kann sie aber nur mit dem Geist erkennen. Unsere Sinne zeigen immer nur Abbilder, die von den Ideen abgeleitet sind. Wenn man beispielsweise die Verhältnisse im Staat betrachtet, dann kann man einzelne Dinge gerecht oder ungerecht finden. Man kann jedoch nicht sehen, was Gerechtigkeit selbst ist. Alle wandelbaren Einzeldinge existieren laut Platon nur deshalb, weil sie dauerhaft oder zeitweilig an den Ideen teilhaben bzw. diese nachahmen. Verdeutlichen wir dieses recht abstrakte Konzept doch einmal an ein paar Beispielen. Eine Idee ist zunächst das eine, was die vielen Einzeldinge mit demselben Namen unter sich vereint. Sie gibt an, was die verschiedenen Einzeldinge gemeinsam haben. Die Idee des Baumes fasst beispielsweise alle konkret sichtbaren Bäume unter einem einzigen abstrakten Urbild zusammen, nämlich der Idee Baum. Eichen, Tannen, Palmen, Birken, Fichten oder Trauerweiden haben zwar jeweils verschiedene Blätter, Rinden und Äste, aber sie folgen dennoch alle der Idee des Baumes. Hinter den unterschiedlichen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen verbirgt sich ein unsichtbares, einheitliches Wesen oder Urbild. Nur deshalb kann ich die unterschiedlichen Baumarten, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung, ob grün, ob vertrocknet, immer als Baum erkennen und von anderen Pflanzen wie Blumen oder Sträuchern unterscheiden. Mithilfe der Ideen kann der Mensch seine vielen unterschiedlichen Sinneseindrücke ordnen, indem er die ursprünglichen Ideen hinter ihnen entdeckt. Hinter allen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen und der Vielfalt der Natur stehen ewige Ideen, von denen die konkreten Dinge nur Abbilder sind. Platon betont, dass die Idee zuerst da sein muss, damit überhaupt konkrete Dinge erscheinen können, die an dieser Idee teilhaben bzw. diese nachahmen. Die Ideen sind somit die erste und eigentliche Wirklichkeit. Wir sind heute gewohnt, vom Konkreten auf das Abstrakte zu schließen. Für Platon jedoch ist die Idee ursprünglicher und wichtiger als das Konkrete. Wenn ein Schreiner beispielsweise einen Tisch baut, muss er vorher eine genaue Idee vom Tisch im Kopf haben. Damit ein konkreter Tisch entstehen kann, muss die Idee Tisch schon vorher existieren. Alle verschiedenartigen Tische, die der Schreiner in seinem Berufsleben baut, haben lediglich Anteil an der schon vorher existenten Tischidee. Laut Platon sind allerdings nicht alle Menschen in der Lage, die Ideen hinter den Erscheinungen zu erkennen. Eine Anekdote bei Diogenes Laertos verdeutlicht dies. Als ein Zuhörer einmal kritisch zu Platon bemerkte, ein Tisch sehe ich, eine Tischheit aber nicht, antwortete der, weil du zwar die Augen hast, einen Tisch zu sehen, um aber die Tischheit zu sehen, fehlt dir der Verstand. Obwohl Ideen laut Platon real existierende Objekte sind, können nur besonders begabte Menschen sie durch geistige Schau erkennen. Platon verdeutlicht den Vorrang der Idee am Beispiel des Kreises. In der Sinnenwelt gibt es keinen idealen Kreis. Per Definition besteht ein Kreis aus einer Vielzahl von Einzelpunkten, die sich konzentrisch um einen Mittelpunkt anordnen, von dem sie exakt gleich weit entfernt sind. Nirgendwo in der sichtbaren Welt gibt es einen solchen perfekten Kreis. Alle Münzen, Frisbee-Scheiben oder sonstigen runden Gegenstände sind immer nur mehr oder weniger gut gelungene Abbilder des Urbildes Kreis. Den Mathematikern geht es daher auch nicht um real sichtbare Kreise, sondern immer um die unsichtbare Idee des Kreises selbst, die man nur mit dem Verstand erkennen kann. Das gleichseitige Dreieck ist ein weiteres Beispiel für eine solche Idee oder ein solches Urbild. Es kommt in der konkreten Alltagswelt nicht vor. Selbst wenn ein Schreiner aus Holz mit größter Sorgfalt ein gleichseitiges Dreieck baut oder ein Mathematiker mit größter Präzision ein solches Dreieck auf ein Blatt Papier zeichnet, ist es doch nur ein unvollkommenes Abbild des präzisen Urbildes, das er im Kopf hat. Zudem ist das reale Dreieck vergänglich. Das gezeichnete Dreieck kann vom Regen verwischt werden oder ausbleichen, das hölzerne Dreieck verrotten. Die Idee des Dreiecks aber bleibt bestehen, denn Ideen sind unsichtbar und zeitlos. Dass die Ideen ewig sind und die sinnlich wahrnehmbaren Dinge vergänglich, ist für Platon ein entscheidendes Indiz dafür, dass die Ideen wichtiger sind als die Erscheinungen und diesen gegenüber eine höhere Form von Wirklichkeit haben.
Alles, was wir mit den Sinnen wahrnehmen, verändert sich ständig und wir können es schon deshalb nur schemenhaft erkennen. Hätten wir nicht eine Idee oder ein Urbild von dem, was einen Menschen wirklich ausmacht, könnten wir nicht einmal so verschieden aussehende Lebewesen wie einen Säugling, einen Jugendlichen, einen Mann, eine Frau oder einen Kreis treffsicher als Mensch erkennen. Ein weiteres Beispiel für die größere Bedeutung der Wirklichkeit der unsichtbaren Ideen ist die Idee der Schönheit. Ein schöner Mensch kann altern oder verletzt werden, eine schöne Vase verblassen oder zerbrechen. Die Idee der Schönheit selbst ist davon jedoch nicht betroffen. Menschen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände können immer nur kurze Zeit an der Idee der Schönheit teilhaben, dann verfallen sie wieder. Das Schöne selbst ist aber vom Verfall nicht betroffen, da es unkörperlich und unvergänglich ist. Platon unterscheidet die schönen Gegenstände von der Idee des Schönen. Schönheit kann niemals mit einer konkreten Gestalt, Form oder Farbe erklärt werden. Die vielen schönen Gegenstände oder Handlungen können sich, ob in einer anderen Perspektive oder für andere Beurteiler, auch als hässlich erweisen. Was wir schön oder hässlich finden, hängt laut Platon davon ab, ob es im jeweiligen Moment des Betrachtens Anteil an der Idee des Schönen hat. Die meeruntergehende rote Sonne kann wunderschön sein, eine blutverschmierte rote Gewehrkugel dagegen hässlich, obwohl beide rot und rund sind. Die Schönheit eines Gegenstandes hängt also weder von der Kugelform oder der roten Farbe ab, noch von irgendeiner definierten Gestalt, sondern allein davon, ob das rote und kugelförmige Einzelding gerade an der Idee des Schönen teilhat oder eben nicht. Alle Wesen oder Gegenstände sind nur durch Teilhabe an der Idee des Schönen schön. Schönheit ergibt sich aus der Teilhabe der Dinge an der unsichtbaren Idee des Schönen und nicht aus konkreten Farben oder Formen. Lernen ist für Platon eine Wiedererinnerung unserer Seele an die Ideen. Jede Erkenntnis besteht seiner Ansicht nach nämlich nur in der Entdeckung eines verschütteten Wissens. Schon Kinder können schön und hässlich, groß und klein unterscheiden, obwohl sie noch nicht viele Erfahrungen gemacht haben. Dass wir von Anfang an Unterscheidungen vornehmen können, ist für Platon ein Hinweis darauf, dass wir die Ideen der Schönheit, der Größe und der Gleichheit und alle anderen Ideen bereits vor unserer Geburt kennengelernt haben müssen. Die Ideen wie zum Beispiel die Ideen des Gleichen, der Größe, der Schönheit oder der Gerechtigkeit muss man Kindern nicht beibringen. Sie sind offensichtlich bereits vorhanden. Selbst ein Sklave, der nie mit Geometrie zu tun hatte und nie eine Schule besucht hat, kann laut Platon geometrische Aufgaben lösen, indem er mit der Idee arbeitet, die er schon in sich trägt. Im Dialog Menon testet Sokrates zu diesem Zweck einen Sklaven. Dieser kann tatsächlich ohne Vorwissen ein geometrisches Problem lösen und die Fragen zum gleichseitigen Viereck allein mit Hilfe seiner Ideen vom Viereck und von der Gleichheit der Seiten beantworten, und zwar ohne, dass er je zuvor von diesen Ideen gehört hat. Platons Ansicht nach existieren nicht nur die Ideen, sondern auch unsere Seele schon lange bevor wir geboren werden. In einer geistigen Welt, an einem überhimmlischen Ort, sind die Seelen der Menschen bereits vor der Geburt mit den ewigen, unsichtbaren Ideen vereint. Bei der Geburt fährt die Seele dann in den menschlichen Körper und vergisst zunächst einiges von dem, was sie vorher von den Ideen wusste. Nach und nach kann sie sich dann aber an alles wieder erinnern, was sie vor der Geburt gesehen hat, an die einfachen Ideen, aber auch an die Idee der Tugend. Bei Platon ist unser Lernen somit nur eine Wiedererinnerung. Der Mensch hat prinzipiell Zugang zu Wissen und Erkenntnis, weil die Seele vor der Geburt des Menschen Einblick in das Reich der Ideen hatte. Für Platon sind die Ideen nichts Geringeres als die Bedingung der Möglichkeit von Denken und Sprechen. Die Ideen dienen als fester Orientierungspunkt des Denkens und ermöglichen damit auch das Miteinander-Sprechen. Und da Denken und Sprechen notwendig zum Menschsein gehören, ist die vorgeburtliche Schau der Ideen und damit zusammenhängende Fähigkeit der Wiedererinnerung an diese Ideen notwendige Bedingung für das Menschsein. Doch zu wirklicher Ideenerkenntnis ist laut Platon nicht jeder Mensch in der Lage. Nur wer die Ideen als das wahre Seiende und einzig wahrhaft Erkennbare erfassen kann, darf seiner Ansicht nach als Philosoph bezeichnet werden. Die wirkliche Erkenntnis der Ideen verlangt nämlich eine Umwendung der ganzen Seele, weg von der Dunkelheit der vergänglichen, sinnlich wahrnehmbaren Welt hin zum Licht der Ideenwelt. Die meisten Menschen sind hierzu nicht in der Lage und können selbst dann nicht folgen, wenn jemand sie zur Erkenntnis der Ideen anleiten will. Fassen wir die Merkmale der Ideen einmal zusammen. Ideen sind intelligibel, also nur durch den Intellekt erkennbar und nicht sinnlich wahrnehmbar.
Wir können sie nicht mit den Sinnen wahrnehmen, sondern nur durch geistige Einsicht erfassen. Dementsprechend haben sie auch keine der Eigenschaften, die wir anders als denkend erfassen. Sie sind farblos, gestaltlos, nicht berührbar und nicht sichtbar. Ideen sind für Platon das reine Seiende bzw. das an sich Seiende. Sie existieren nicht als Gedanken oder Begriffe in unserem Kopf, sondern haben eine eigene Realität. Die Realität der unsichtbaren Ideen ist sogar realer als die trügerische Wirklichkeit der Gegenstände. Sie haben, so Platon, einen höheren Grad an Sein. Nur die Ideen sind die wahrhaft existierende Wirklichkeit. Ideen sind vollkommen. In der Idee fällt das, was ist, mit dem, was sein soll, zusammen. Das schöne Selbst ist vollkommen schön, das gerechte Selbst vollkommen gerecht. Ideen sind überzeitlich bzw. ewig. Sie entstehen nicht, vergehen nicht und verändern sich nicht, sondern sind immer mit sich selbst identisch. Ideen sind formlos. Sie verursachen zwar die räumlichen Gestalten, haben aber selbst keine Form. Ideen sind einfach, rein und unvermischt. Eine Idee stellt nur sich selbst dar und weist nichts außer ihrer eigenen Beschaffenheit auf. Ideen sind normativ, bewirken also, dass alles sinnlich Wahrnehmbare existiert und so ist, wie es ist. Sie sind Urbilder und alle veränderlichen Dinge sind ihre Abbilder. Alle veränderlichen und vergänglichen Sinnesobjekte verdanken ihr Sein und ihre Eigenschaften der Teilhabe an den Ideen. Ein gerechter Mensch hat Anteil an der Idee des Gerechten, ein schöner Körper hat Anteil an der Idee des Schönen und ein großes Ding hat Anteil an der Idee der Größe. Die Ideen sind also die Ursachen von allem sinnlich Erfahrbaren und Urbilder der nach ihnen benannten Dinge. Ideen gibt es nur von Allgemeinem, nicht von Individuen. Die Idee ist als das Allgemeine für die Sinnesobjekte, in deren Vielheit sie sich zeigt, das Prinzip der Einheit. Ideen sind göttliche Wesen und den Göttern übergeordnet. Die Götter verdanken nämlich ihre Göttlichkeit ihrem Zugang zu den Ideen. Als das Göttliche und Wohlgeordnete schließen die Ideen das Unrecht und Unordnung aus. Sie sind somit der Inbegriff von Struktur, Recht und Ordnung. Ideen sind als Erkenntnisobjekte Quelle von Wissen. Eine auf Ideen bezogene Erkenntnis, die nicht auf Sinneswahrnehmung basiert, bedeutet echtes Wissen, während die Sinneswahrnehmung unzuverlässig ist und nur zu Meinungen führt. Behauptungen oder Aussagen über die sichtbare Welt sind für Platon also nur Meinungen. Wahre Erkenntnis gibt es nur in der geistigen Welt der Ideen. Ideen ermöglichen erst Erkenntnis und sind zugleich ihr Maßstab. Veranschaulichen wir als Zwischenfazit einmal die wichtigsten Punkte von Platons Ideenlehre mit Hilfe einer Grafik. Die Idee ist als Urbild unvergänglich und unveränderlich. Die vergänglichen und veränderlichen Einzeldinge haben als Abbilder der Idee Anteil an ihr bzw. ahmen diese, wie es in späteren Dialogen heißt, nach. Sie verdanken ihr Sein der Teilhabe an der Idee bzw. deren Nachahmung. Die Idee wiederum ist in den Einzeldingen, zumindest zeitweilig, gegenwärtig. Einzeldinge nimmt der Mensch mit seinen Sinnen wahr. Sinneswahrnehmung kann laut Platon jedoch nur zu Meinungen, nicht zu echtem Wissen führen. Echtes Wissen bzw. echte Erkenntnis erlangen wir nur mit Hilfe unserer Vernunft durch Wiedererinnerung an die ewigen Ideen, die unsere unsterbliche Seele vor unserer Geburt geschaut hat. Gegenüber den anderen Ideen nimmt die Idee des Guten eine Sonderstellung ein. Die Idee des Guten ist Ursprung und Ziel allen Seins und die Idee aller Ideen. Sie ist die höchste Einsicht, die allen anderen Ideen vorausgeht. Alle anderen Ideen verdanken dieser Idee ihr Sein. So wie die Ideen den Sinnesobjekten ihr Sein verleihen, verleiht die Idee des Guten allen anderen Ideen deren Sein. Nur durch Teilhabe an ihr sind die anderen Ideen wahr, gut und damit wertvoll. Somit ist die Idee des Guten das höchste Prinzip und die Ursache des Seins und der Gutheit von allem. Eine Sache oder auch eine Person ist also nur dann relativ gut, wenn und solange sie Anteil an der Idee des Guten hat. Alles, was gut ist, ist nur deshalb gut, weil es in höherem oder geringerem Maße Anteil an der Idee des Guten hat. Die Idee des Guten ist deshalb so wichtig und umfassend, weil erst durch sie jede andere Idee einen Sinn bekommt. Auch Wahrheit wird nur möglich durch die Idee des Guten. Wenn wir die Idee des Guten erkennen und dementsprechend handeln, erkennen wir die Wahrheit und können ein gerechtes und glückliches Leben führen. Glück und Wohlbefinden hängen für Platon nämlich ganz entscheidend von der Liebe zur Wahrheit und einem tugendhaften Leben ab.
Denn wer rechtschaffen und gut ist, der, behaupte ich, ist glückselig, sei es Mann oder Frau. Wer aber ungerecht und böse ist elend. Die Idee des Guten nimmt eine zentrale Stellung in der Ideenlehre ein und hat auch Konsequenzen für Platons Erkenntnistheorie. Laut Platon wird echtes Wissen erst möglich, wenn ein korrekter Bezug zur Idee des Guten hergestellt wird. Alles andere Wissen geht nämlich nur von ungeprüften Annahmen aus. Außerdem verleiht erst die Idee des Guten allen Tugenden ihren Sinn. Man kann eine Tugend also nur dann völlig verstehen und anwenden, wenn man weiß, inwiefern sie gut ist. Die Erkenntnis der Idee des Guten ist demnach das eigentliche Ziel des philosophischen Erkenntnisstrebens. Diese Erkenntnis ist sehr schwierig, aber prinzipiell möglich. Platon bezeichnet die Erkenntnis der Idee des Guten als das Endziel der philosophischen Suche. Ein Philosoph, der die Idee des Guten erkennen möchte, muss seine ganze Seele auf das Gute ausrichten. Diese Auffassung hat auch Konsequenzen für Platons Ethik und Staatsphilosophie. Wahre Tugend kann seiner Ansicht nach erst durch die Erkenntnis der Ideen entstehen. Ideen, allen voran die Idee des Guten, dienen nämlich als moralische Richtschnur. Und nur Menschen, die das Wesen der Tugenden philosophisch auf vollkommene Weise erfassen, können politische Führungsaufgaben in Platons idealem, von Philosophen regiertem Staat übernehmen. Die Philosophenkönige können das für den Staat Gute verwirklichen, weil sie die Idee des Guten erkannt haben. Die Ideenlehre hat eine ontologische, eine erkenntnistheoretische und eine ethische Dimension. Ontologie ist die Lehre vom Sein. In dieser Dimension stellt die Idee des Guten eine eigene, reale Kraft dar, die es unabhängig vom Menschen im Universum gibt und immer geben wird. Die Idee des Guten ist eine Art ewige Energiequelle, die erst die Existenz aller anderen Ideen und Dinge ermöglicht. Wir können an der Idee des Guten teilhaben, wenn wir unsere Seele dafür öffnen. Die Welt der Ideen ist die wahre Wirklichkeit, die über die sinnliche Welt hinaus existiert und deren Sein und Werden erst ermöglicht. Die Ideenwelt ist für Platon göttlich. Im Hinblick auf die Erkenntnistheorie ermöglichen uns die Ideen erst, die Wahrheit von bloßen Meinungen und Irrtümern zu unterscheiden. Sie sind Voraussetzung für wirkliches Wissen. Und im Hinblick auf die Ethik beantwortet uns die Idee des Guten die Frage nach dem richtigen Handeln und bietet uns eine verbindliche Orientierung für moralische Entscheidungen. Wer sich stets an der Idee des Guten, des Wahren und des Schönen orientiert, wird am Ende zur Reinheit der Seele gelangen und glücklich werden. Ideen dienen bei Platon als Orientierungspunkte, die objektiv und von der jeweiligen historischen, gesellschaftlichen Situation unabhängig sind. Sie können dabei helfen, ein gutes Leben zu führen. Platon stellt sich damit gegen den ethischen Relativismus der Sophisten seiner Zeit. Mit seiner Ideenlehre prägte Platon die gesamte abendländische Kultur. Sein Ansatz wurde unentwegt aufgegriffen, dabei ergänzt, beschnitten und in vielen Punkten missgedeutet. Was Platon ganz genau unter den Ideen versteht und wie der Mensch zu wahrer Erkenntnis gelangen kann, erklärt er in seinem Werk Politeia anhand von 3 berühmten Gleichnissen, dem Sonnengleichnis, dem Liniengleichnis und dem Höhlengleichnis. Um diese 3 Gleichnisse geht es in den nächsten Clips dieser Reihe. Mit dem Quizlet Lernset Platon Ideenlehre kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!